Hallo, herzlich willkommen zum neuen Film hier aus der Aquarellwerkstatt. Ich bin Barbara Hirsekorn und das ist mein YouTube-Kanal rund ums Aquarell. Heute im Film geht es um ein Thema, das vor allen Dingen Aquarellanfängern immer sehr am Herzen liegt, um den sogenannten Blumenkohl oder das Ausblühen von Farben. Wenn ich in meinen Präsenzkursen mit Teilnehmern spreche, die vielleicht ihre Reise ins Aquarell erst begonnen haben, habe ich immer den Eindruck, der Blumenkohl oder das Ausblühen ist der ärgste Feind der Aquarellmalerei. Ich finde, so ein kleiner Aquarellunfall kann ein Bild auch sehr beleben. Heute im Film zeige ich dir zunächst einmal die Ursache von Blumenkohl oder Ausblühungen der Farbe. Ich gebe dir nützliche Tipps zur Vermeidung dieses Effekts und im dritten Teil des Videos male ich ein kleines Aquarell, in dem ich den Blumenkohlrand einsetze, um eine stimmige Bildaussage zu erzielen. Wie ich schon in der Anmoderation sagte, ist ein Blumenkohlrand überhaupt nicht schlimm. Im Gegenteil, er zeugt meiner Meinung nach von mutigem Umgang mit Wasser und Pigment. Wenn das Tempo beim Malen nicht hoch genug ist und man sich vielleicht zu viel Zeit lässt, die Farbe anzumischen und der vorherige Farbauftrag schon leicht angetrocknet ist, kann es zu solchen Ausblühungen kommen. Ich finde es aber immer besser, so einen kleinen Wasserrand zu riskieren und mutig mit der Aquarellfarbe und dem Wasser umzugehen, als zum Beispiel mit trockenen Strichen das Bild nur auszumalen. Ich zeige euch zunächst ein paar Beispiele aus meinem Skizzenbuch, wo solche Wasserränder entstanden sind, und wir schauen mal, ob sie dem Bild nicht vielleicht ganz gut tun. Im Skizzenbuch arbeite ich auf Zellulosepapier und auf diesem Papier, welches ja stark oberflächenverleimt ist, entstehen weitaus häufiger solche Wasserränder oder Blumenkohlränder, wie sie auch genannt werden. Auf meinem sonst verwendeten Büttenpapier passiert das nicht so häufig. Wenn in einem glatten Himmelsauftrag solche Ausblühungen passieren, kann man sich manchmal schon ärgern. Hier drüben jedoch in dieser Bergformation finde ich den Wasserrand, den das Pigment ja bildet, wenn der Blumenkohlrand entsteht, als aufsteigenden Nebel eigentlich ganz schön. Auch hier ist im Kontext dieser Blumenwiese der blaue Wasserrand hinten sehr reizvoll. Wir sehen hier ganz schön, wie der Blumenkohlrand entstanden ist, als ich mit einer wässrigen Farbmischung in das schon getrocknete Blau hineingegangen bin und die Pigmente nach oben geschoben werden. Auch hier finde ich im Kontext dieser Blumenwiese den Wasserrand eigentlich sehr reizvoll. Wir können ganz genau erkennen, dass durch die wässrige Mischung, die hier aufs Papier gekommen ist, das Pigment nach oben getrieben wird und diesen blauen Wasserrand bildet. Auf dieser Skizzenbuchseite mit dem Motiv vom Schloss Spiez am Thuner See ist dieser Blumenkohlverlauf hier in der Wolke sogar ungemein hilfreich, um die dunstige und neblige Wolke darzustellen. Das ist gleichermaßen ein kleiner Aquarellunfall und ein großes Aquarellgeschenk. Wie kommt es nun aber zu einem Blumenkohlrand oder zu einer Ausblühung der Farben? Ich werde euch jetzt den Vorgang auf zwei verschiedenen Papieren zeigen. Meiner Meinung nach spielt es eine große Rolle, ob man Zellulose oder Baumwollpapier verwendet. Der Blumenkohlrand entsteht immer dann, wenn ich in einen bereits liegenden Farbauftrag noch Farbe hineingeben möchte. Wenn die zu addierende Farbe jetzt zu nass in diese schon etwas angetrocknete Fläche kommt, gerät durch diese Feuchtigkeit hier das Pigment an den Rändern in Schwung. Es bewegt sich nach außen und in dem Moment, wo es aufhört zu fließen, bildet sich ein dunkler Pigmentrand. Auf einem stark oberflächenverleimten Zellulosepapier passiert das relativ schnell. Der erste Farbauftrag trocknet sehr schnell und der Zeitpunkt, an dem das Einaddieren der Farben möglich ist sehr kurz. Hier den gleichen Versuch noch einmal mit Baumwollpapier. Ich lege zunächst eine gleichmäßige Farbfläche an, versuche jetzt Farbe hinein zu addieren und verwende hierbei aber die Mischung etwas zu flüssig. Bei diesem guten Baumwollpapier dauert es jetzt einen Augenblick, aber wir sehen auch hier schon, wie das Wasser anfängt, das zuvor leicht angetrocknete Pigment an die Ränder zu vertreiben. Ein dunkler Pigmentrand wird entstehen. Hier sehen wir jetzt den Effekt auf beiden Papieren im Vergleich.
Ich finde ja immer, die schönsten Blumenkohlränder macht das Zellulosepapier. Hier ist der Pigmentrand etwas stärker und auch die Ausblühungen sind stärker ausgeprägt. Das Baumwollpapier hat nicht so eine starke Oberflächenverleimung. Es hat insgesamt eine weichere Wirkung und auch Blumenkohlränder entstehen weniger. Und wenn, sind sie optisch nicht so extrem wie hier auf dem Zellulosepapier. Wie sollen wir jetzt aber vorgehen, wenn wir in eine vorhandene Farbfläche eine zweite Farbe hineinaddieren wollen, ohne dass solch ein Blumenkohlrand entsteht? Ich lege also noch einmal eine gleichmäßige Farbfläche an und möchte jetzt eine zweite Farbe hineinmalen. Hierfür ist es wichtig, dass im Pinsel weniger Feuchtigkeit ist als auf dem Blatt. Wir können hier ganz gut sehen, dass der Farbauftrag noch matt glänzt und in diese Fläche gehe ich nun mit meinem relativ trockenen Pinsel hinein. So gelingt mir eine weiche Farbvariation in die Fläche hinein, ohne dass ein Blumenkohlrand entsteht. Den gleichen Vorgang wiederhole ich hier oben auf meinem Baumwollpapier. Zunächst einmal lege ich eine Lasur aufs Papier, mische dann eine cremige Farbe und gebe mit etwas abgetrockneter Pinselspitze die Mischung auf das Blatt. Genauso wichtig wie die Feuchtigkeit der Farben, die zueinander passen muss, ist auch das Tempo beim Malen. Wenn du zu lange wartest und der erste Farbauftrag noch ein wenig mehr antrocknet, kann es auch zu diesen unerwünschten Verläufen führen. Es ist also wichtig, schnell die Farben ineinander zu geben und nicht zu viel Zeit mit dem Mischen zuzubringen. Eine andere Situation, in der ein unerwünschter Rücklauf entstehen kann, ist, wenn eine Fläche angelegt wird und im unteren Bereich dieser Fläche ein Tropfen liegen bleibt. Dieser Tropfen ist beim Malen ja immer wichtig, denn nur unter Mitführung von genügend Wasser entsteht so eine schöne gleichmäßige Fläche. Wenn der Tropfen jetzt hier aber liegen bleibt, sozusagen unbeaufsichtigt, dann wird sich mit der Zeit die Feuchtigkeit den Weg nach oben ins Pigment hineinsuchen. Hier ist es also wichtig, den letzten Tropfen dieser Fläche immer mit der Pinselspitze abzusaugen. Wenn ich in einem Kurs von einer Teilnehmerin zum Platz gerufen werde und dann kommt die Frage, wie kann ich jetzt diese Situation noch retten, muss ich immer ein wenig schmunzeln. Ich finde ja, es ist gar nicht unbedingt nötig, so etwas zu korrigieren. Sollte dennoch mal so ein unerwünschter Wasserrand auf deinem Bild zu sehen sein, gibt es folgende Möglichkeiten. Ich kann vorsichtig versuchen, mit dem Auswaschpinsel, das ist hier ein synthetischer Flachpinsel, den Wasserrand selbst etwas anzulösen. Die feinen haarförmigen Ausblühungen kann man so ganz gut korrigieren. Hier ist Fingerspitzengefühl gefragt, der Pinsel ist ganz leicht angefeuchtet und wird mit wenig Druck über das Papier gezogen. Wir können ganz gut sehen, dass es nicht unbedingt besser wird, aber die feinen haarförmigen Strukturen kann man eben damit ganz gut in den Griff bekommen. Auf Zellulosepapier ist die Korrektur eines Wasserrands noch schwieriger. Auch hier versuche ich jetzt mit dem Auswaschpinsel ein bisschen den Rand anzulösen, um den Übergang ein wenig zu verstecken. Ich möchte wirklich noch einmal betonen, dass mir solche Reparaturmaßnahmen eigentlich nie gefallen und ich im Zweifelsfall, wenn es wirklich für dich sehr störend ist, einfach ein neues Blatt anfangen würde. Es gibt auch spezielle Radiergummis im Fachhandel für solche Wasserränder. Ich selbst benutze das nicht, habe auch jetzt gar kein Radiergummi hier. Du kannst gerne in den Kommentaren schreiben, falls du damit gute Erfahrungen gemacht hast. Um dir zu zeigen, wie hübsch manchmal Blumenkohlränder auch im Aquarell aussehen können, möchte ich jetzt auf Zellulosepapier und auf Baumwollpapier ein kleines herbstliches oder frühwinterliches Motiv zaubern. Beide Bilder sollen im Grunde genommen gleich aussehen. Ich möchte jetzt die Unterschiede der beiden Papiersorten in Hinblick auf Bildung von Blumenkohlrändern zeigen. Ich mische mir eine relativ dunkle Farbe für den Himmel aus Ultramarinblau und Neutraltinte und gebe auch etwas Kobalt-Türkis Light mit hinein. Auf trockenem Papier setze ich mit zügigen Strichen die Himmelsfläche. Der Pinsel ist sehr nass und das Papier ist trocken. Im unteren Drittel lasse ich eine Fläche für frühen Schnee frei. Das gleiche mache ich hier unten in meinem Büttenpapier. In die Himmelsfläche wird jetzt eine dicke Farbe hineinaddiert.
Dies sollen Büsche in der Entfernung sein und in diesen Büschen möchte ich jetzt noch keinen Blumenkohlrand erzeugen. Wenn du diese Übung jetzt mitmachst, kannst du bitte darauf achten, dass der Pinsel, der jetzt in die Fläche hineingeht, sehr trocken ist und viel Farbe mit sich führt. Ich mische mir Neutraltinte, Kobalt-Türkis Light und auch etwas Blau und setze jetzt hier mit schnellen Pinselbewegungen die Büsche hinein. Der untere Farbauftrag des Himmels ist noch etwas feucht und es entstehen hier die von mir gewünschten weichen Verläufe. Auch beim Büttenpapier setze ich die gleiche Farbmischung hinein. Nun möchte ich auf beiden Papieren einen bewussten Blumenkohlrand oder eine Ausblühung durch das Einsetzen von zu viel Wasser in einer halb angetrockneten Fläche erreichen. Ich gebe jetzt hier in den vorderen Bereich der Fläche feuchte, nasse Farbe hinein. Hier ein Gebusch und hier. Und wir sehen, wie durch die Feuchtigkeit der eingebrachten Farbe das Pigment in Schwung gerät. In meinem Fall ist es hier gewollt, ich möchte gerne raureif besprenkelte Büsche im Mittelgrund darstellen. Auch beim Büttenpapier versuche ich jetzt diesen Effekt einzusetzen, indem ich hier mit wässriger Farbe hineintropfe. Wenn ich mit meiner Sprühflasche in feuchte Bereiche hineinsprühe, ist es im Grunde nichts anderes als das Erzeugen von Mini-Blumenkohlrändern. Hier versuche ich diesen Effekt noch einmal zu zeigen. Die Farbe ist jetzt schon relativ gut angetrocknet, aber wir können kleinste Tröpfchen hier trotzdem erkennen. Im Büttenpapier. Das Büttenpapier trocknet etwas langsamer, hier habe ich etwas mehr Zeit für diesen Effekt. Für diesen Effekt nutze ich eine kleine Sprühflasche aus dem Bastelgeschäft. Es ist wichtig, dass aus der Sprühflasche ein sehr feiner Nebel kommt und die Sprühflasche weit genug vom Blatt weggehalten wird. Für unsere kleinen Landschaften möchte ich jetzt nur noch den Vordergrund auch ein wenig gestalten und dir noch eine zweite Möglichkeit der Strukturierung durch kleine Ausblühungen zeigen. Ich setze hier einige hellere Schatten auf meine Schneefläche und spritze jetzt mit einem feinen Kunststoffpinsel einerseits Wassertröpfchen in die Fläche, andererseits auch dunkle Farbe. Die dunklere Farbe, die jetzt in die feuchte Fläche gespritzt wird, erzeugt eher diesen Effekt der weichen Verläufe. Die Wassertropfen, die jetzt in diese Fläche hier kommen, erzeugen eher diesen Effekt. Noch deutlicher würde es sichtbar sein, wenn hier der Schnee etwas dunkler wäre. Auch hier unten im Büttenpapier versuche ich das noch einmal zu zeigen. Ich spritze zunächst dunkle Tropfen auf diesen hellen Bereich und hier versuche ich helle Wassertropfen auf die dunkle Fläche zu spritzen. Und es entstehen ganz kleine Mini-Blumenkohlränder. Diese Art der Strukturerzeugung nutze ich sehr häufig in meinen Bildern, egal ob Blumenwiese, Meereslandschaft oder Laub zum Beispiel. So, meine kleinen Raureiflandschaften sind fertig und ich glaube, ich konnte ganz gut zeigen, wie schön Blumenkohlränder aussehen können, wenn man sie bewusst einsetzt. Du kannst dein Bild jetzt noch verschönern mit einigen Saatkrähen, die über das Feld fliegen. Oder Elementen im Vordergrund, vielleicht einigen Zaunpfählen. Abschließend möchte ich mit dir noch einmal beide Papiere vergleichen. Hier oben haben wir ja Zellulosepapier, das ist ein preiswertes Papier aus der Holzfaser, welches stark oberflächenverleimt ist. Wenn du in deiner Aquarellmalerei Blumenkohlränder und Ausblühungen bewusst einsetzen möchtest, ist dieses Papier etwas besser geeignet als das feine und teure Büttenpapier. Durch die Oberflächenverleimung entstehen viel stärkere Strukturen. Wir sehen hier, dass sich die Pigmente auf dem Papier sogar
trennen. Das heißt, wir sehen den blauen Anteil hier, etwas bräunlichen Anteil hier und das Schwarz von der Neutraltinte wird deutlich an den Rand des Flecks getrieben. Diese Vertreibung der dunklen Pigmente findet auch auf dem Büttenpapier statt, aber innerhalb der Form geht es doch etwas weicher und verschwommener zu. Man könnte also sagen, das Büttenpapier hilft gerade auch dem Anfänger, Blumenkohlränder zu vermeiden oder sie nicht so stark ausfallen zu lassen. In jedem Fall ist der Wasserrand und die Ausblühung hier in diesen kleinen Aquarellen eine wunderbare Sache und du solltest es für so kleine Winteraquarelle unbedingt einmal ausprobieren. Versuche in diesen kleinen Winterbildern beide Techniken anzuwenden. Ich habe einmal die Farbe recht cremig auf den dunklen Himmel gesetzt, ohne dass ein Wasserrand entstanden ist. Und hier bei der vorderen Buschreihe bewusst feuchter und wässriger gearbeitet, sodass diese schöne Ausblühung entstehen konnte. Wenn du dieses bewusste Erzeugen des Wasserrandes beherrschst, wird es dir später leicht fallen, eben diese Wasserränder zu vermeiden, wenn sie nicht im Bild erwünscht sind. So, ich hoffe, mein heutiger Film hat dir gefallen und ich konnte ein wenig Licht in die Sache um die Blumenkohlränder bringen. Wir haben gesprochen über die Entstehung, die Vermeidung und auch die gezielte Anwendung von Ausblühungen im Aquarell. Ich wünsche dir, dass du in Zukunft keine Angst mehr hast vor diesen Effekten. Denk immer daran, sie adeln dich und dein Bild, zeigen, dass du mutig und unbekümmert mit der Aquarellfarbe und dem Wasser umgehst. In diesem Sinne wünsche ich dir viel Spaß beim Malen und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.